Mit Transparenz zum Netz der Zukunft. Swissgrid setzt in der Netzplanung auf modernste, anerkannte Methoden. Neben technischen und umweltpolitischen Kriterien bewertete Swissgrid für das strategische Netz 2025 als einer der ersten Netzbetreiber in Europa auch den volkswirtschaftlichen Nutzen von Netzmaßnahmen. Szenarien statt Prognosen. Die Netzplanung für das strategische Netz 2025 basiert auf zwei unterschiedlichen Kernszenarien für das Jahr 2025 und wird durch zwei Randszenarien für das Jahr 2035 flankiert. Diese sind nicht als Vorhersage der Zukunft zu verstehen, sondern bilden einen möglichen Raum von Entwicklungen, den sogenannten Szenariotrichter. Die verwendeten Szenarien basieren auf den Energieperspektiven 2050 des Bundes sowie Daten des Verbands Europäischer Übertragungsnetzbetreiber. Sie wurden soweit möglich mit Vertretern der Branche, Politik und Umwelt abgestimmt. Marktsimulation. Die unterschiedlichen Szenarien bilden die Grundlage für die Simulation des zukünftigen Strommarktes. Ziel ist, für jede Stunde abzuschätzen, wie viel die Kraftwerke im In- und Ausland zur Deckung des jeweiligen Verbrauchs produzieren werden. Daraus lassen sich die resultierenden inländischen und grenzüberschreitenden Energieflüsse ableiten und die Energiepreise simulieren. Netzmapping. Die Ergebnisse der Marktsimulation werden in einem weiteren Schritt auf das heutige Netz gespiegelt. Es zeigt sich nun, ob das bestehende Netz in der Lage ist, die künftigen Energieflüsse zu transportieren. Dort, wo sich strukturelle Engpässe ergeben, besteht für die Planer Handlungsbedarf. Netzsimulation. Zur Bestimmung der notwendigen Netzerweiterungsprojekte im Schweizer Übertragungsnetz wird der Fokus nur auf die Schweiz gelegt. Schritt für Schritt wird das heutige Netz um Maßnahmen ergänzt, bis die strukturellen Engpässe aus der Netzsimulation beseitigt sind. Dies geschieht nach dem sogenannten PINT-Verfahren, Put in One at the Time. Zur Minimierung von Umwelt- und Landschaftseinflüssen gilt Netzoptimierung vor Netzverstärkung vor Netzausbau, NOVA. Das Ergebnis ist ein Netz, das in den eingesetzten Szenarien einen sicheren Betrieb ermöglicht. Take-outs one at a time. Im Rahmen der Kosten-Nutzen-Analyse wird die Auswirkung eines Projektes anhand eines Vergleichsfalles, hier Vergleichsnetz, beurteilt. Der Nutzen ergibt sich aus dem zusätzlichen Nutzen, der entsteht, wenn dem Vergleichsnetz das Projekt herausgenommen wird. TOOT steht für Take-out one at the time und entspricht dem Entfernen eines Projektes aus einem vollständig ausgebauten Vergleichsnetz. Multikriterielle Kosten-Nutzen-Analyse. Die ermittelten Ausbaumaßnahmen werden nun in einer multikriteriellen Kosten-Nutzen-Analyse für die Schweiz bewertet. Neben gut messbaren monetären Nutzen und Kosten berücksichtigt diese Analyse gleichberechtigt qualitative Kriterien wie den Beitrag zur Versorgungssicherheit oder Umweltauswirkungen. Wird eine Erweiterungsmaßnahme nach der multikriteriellen Bewertung als positiv eingestuft, wird sie ins strategische Netz 2025 aufgenommen. Andernfalls wird sie verworfen. Eine lückenlose Beschreibung der Methodik, der verwendeten Szenarien und der vorgenommenen Kosten-Nutzen-Analysen finden Sie im ausführlichen Bericht zum strategischen Netz 2025.